Bei mir gibt es heute ein paar richtig leckere Hotdogs und die schmecken bestimmt besser als im schwedischen Möbelhaus. Dafür habe ich mir hier schon mal Mehl vorbereitet, und zwar 550er Mehl. Das ist ein bisschen griffiger und lässt sich besser verarbeiten. Und hier habe ich 225 Gramm Milch, die stelle ich mir schon mal auf den Herd. Dazu kommen noch 60 Gramm Butter und die mache ich schon mal warm. Dann habe ich hier noch ein Päckchen Trockenhefe. Kommt direkt hier mit rein. Und dazu kommen noch 20 Gramm Zucker und 6 Gramm Salz. Sobald die Milch dann warm ist, das stellt ihr am besten fest, wenn ihr mal kurz mit dem Finger reinhaltet. Und wenn es angenehm warm ist, dann ist die Milch fertig. Zu heiß soll sie nicht sein, sonst geht die Hefe kaputt. Die Milch mische ich jetzt hier mit in meinen Teig. Dazu kommen jetzt noch Eier. Die sollten auch am besten Zimmertemperatur haben. Das war einmal ein ganzes Ei und ein Eigelb. Einmal grob vermischen. Wer eine Küchenmaschine hat, kann das natürlich auch sehr gut mit der Küchenmaschine machen. Ich mache das jetzt mit meinem Handrührer. Und den Teig jetzt 5 bis 10 Minuten lang kneten, so lange bis es sich vom Schüsselrand löst, und dann ist das erste schon mal geschafft. So. Mein Teig löst sich jetzt so langsam vom Schüsselrand und meine Küchenmaschine wird auch langsam heiß. Also die hat jetzt auch genug gearbeitet. Und den Teig lasse ich jetzt für eine halbe Stunde bis eine Stunde ruhen, bis er sein Volumen deutlich vergrößert hat. Und dann kommen die Hotdogs dran. Zu einem leckeren Hotdog gehört auch eine anständige selbstgemachte Soße. Und dafür habe ich schon mal Senf, und zwar mittelscharfen Senf. Davon nehme ich einen Esslöffel, dann 2 Teelöffel Mayonnaise, einen Teelöffel Ketchup. Dazu kommt dann noch etwas Paprikapulver, ein bisschen weniger als ein halber Teelöffel, etwas Chili nach eigenem Geschmack und etwas Pfeffer. Auf Salz verzichte ich in dem Fall, weil Salz ist in den übrigen Zutaten schon genug vorhanden. So, das Ganze einmal anrühren. Und damit ist meine Hotdog-Soße schon mal fertig. Du kannst mir aber gerne unten mal in die Kommentare schreiben, welche Soße du am liebsten zu einem Hotdog isst. Ketchup, Mayo, Senf oder eine selbstgemachte Soße. Schreib es mir unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Mein Hefeteig hat jetzt eine halbe Stunde Zeit aufzugehen und das hat er auch. Also er sieht wirklich wunderschön aus. Der ist auch richtig schön weich und soft, also herrlich. Ich halte mir schon mal den Backofen vor, und zwar habe ich hier noch eine Schale mit Wasser, die stelle ich damit rein. Dann kann die auch schon mal warm werden. Den Backofen heize ich mir auf 200 Grad vor, da wandern die nachher rein, und die Schale sorgt dafür, dass die Oberfläche nicht so abtrocknet, sie dadurch besser aufgehen und dass der Teig allgemein ein bisschen softer und fluffiger wird. So, ich portioniere mir jetzt meine Hotdogs. Dafür kommt jetzt erstmal ein bisschen Mehl auf meine Arbeitsfläche. So, da forme ich mir jetzt erstmal so eine längliche Wurst. Dann kann ich es leichter portionieren. So. Ich habe jetzt hier 12 Teiglinge und daraus forme ich mir jetzt eben meine Hotdogs. Im Moment sehen die noch recht klein und fluffig aus, aber die gehen gleich noch auf. Die lege ich schon mal auf ein Backblech, da habe ich mir schon mal Backpapier ausgebreitet. Die Teiglinge sehen jetzt so aus wie Würstchen. So, da lasse ich jetzt auch nur ganz wenig Platz zwischen den Teiglingen, dass die nachher so ein ganz klein bisschen zusammenbacken, wie man es eben von diesen Hotdogs her kennt. Also am besten immer zuerst eine Kugel formen und aus der Kugel dann eben die Wurst. So sehen jetzt meine fertigen Hotdog-Teiglinge aus. Ich habe jetzt zwischendrin etwa so einen halben Zentimeter Platz gelassen. Die stelle ich jetzt nochmal beiseite. Nochmal mit einem Tuch abdecken.
Und die lasse ich jetzt noch mal so lange gehen, bis sie anfangen sich zu berühren. Dann geht es weiter. Ich habe meine Hotdog-Teiglinge jetzt noch 20 Minuten gehen lassen und sie fangen gerade an sich zu berühren. So, und während die so schön kuscheln, werde ich die jetzt noch mit ein bisschen Milch bestreichen, dass sie nachher auch eine schöne glänzende Oberfläche bekommen. Auch darauf achten, dass die Milch Zimmertemperatur hat, dass die Teiglinge auch weiterhin schön warm bleiben und nicht eben durch kalte Milch abgeschreckt werden. Deswegen lieber warme Milch, also bei Zimmertemperatur, das reicht. Und so wandern die jetzt für 15 Minuten in den Backofen, zwischendurch mal kontrollieren. Wie gesagt, die Schale mit Wasser ist schon drin, die ist schon heiß und dadurch habe ich jetzt einen schönen Wasserdampf und dadurch können die jetzt auch richtig schön aufgehen. Wie gesagt, 200 Grad mit Umluft, mit Wasserschale. Meine Hotdogs waren jetzt für 15 Minuten im Backofen, die sind fertig. Das sind die Prachtexemplare. Die lasse ich jetzt erstmal 10 Minuten ein bisschen abkühlen unter dem Tuch. So, und dann lassen die sich auch wesentlich leichter schneiden. Dann verbrenne ich mir nicht die Finger dabei. Meine Hotdog-Brötchen sind jetzt etwas abgekühlt. Man kann die jetzt so richtig schön auseinanderreißen und dann sieht man auch richtig schön, die sehen auch aus wie Hotdog-Brötchen. Einmal einschneiden. Oh, lecker. Da kommt jetzt ein Würstchen rein. Ein bisschen was von meiner selbstgemachten Soße. Ein paar Gewürzgurken. Und Röstzwiebeln. Und damit ist mein Hotdog fertig. Wahnsinn, ich beiß gleich mal rein. Aber der sieht so schon sehr appetitlich aus. Ich hoffe, er fällt jetzt nicht auseinander. Nein. So, also meine Hotdogs sind fertig. Wir werden jetzt essen. Und falls ihr auch Hotdogs macht, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr so da alles reinfüllt. Also außer dem, was ich jetzt reingemacht habe. Vielleicht habt ihr noch ein paar Specials. Und dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen.